Es wurde Frühling, David war inzwischen 13 Jahre alt und trug seit geraumer Zeit eine Brille, weil der Augenarzt eine leichte Sehschwäche bei ihm festgestellt hatte. Durch die Elternsprechtage waren wir über seine schlechten Leistungen in der Schule informiert und wunderten uns nicht über den Vermerk Versetzung gefährdet in seinem Halbjahreszeugnis. Die besten Noten hatte er in Geschichte, Religion und Sport. Der Rest waren Vieren und Fünfen. Also engagierte ich für beide Jungs eine junge Studentin, die ihnen von nun an Nachhilfeunterricht gab. Aber es waren nicht nur die mäßigen Noten meiner beiden Söhne, die mich beunruhigten. Seit geraumer Zeit fiel mir auf, dass aus meinem Portemonnaie Geld fehlte. Ganz sicher war ich mir nie, denn es handelte sich stets um kleine Beträge, von denen ich nicht genau wusste, ob ich sie nicht selbst ausgegeben hatte. Noch nachdem ich begonnen hatte, mein Geld zu zählen, bemerkte ich, dass sich in der Tat jemand aus meiner Geldbörse bediente. Frank war, als er davon erfuhr, äußerst verwundert, und Konstantin entrüstete sich über meine Nachfrage lautstark mit dem Satz: »Ich stehle nicht.« Seine Antwort war glaubhaft, denn bisher hatte der Junge noch nie etwas genommen. David schüttelte auf meine Frage nur den Kopf. Im Gegensatz zu mir besaß Frank keine Geldbörse, sondern hatte die Angewohnheit, sein Geld lose in der Hosentasche zu tragen. Die Scheine steckte er zusammengefaltet in seine Westentasche und hängte die Jacke abends an die Garderobe im Flur. Als ihm eines Tages 20 Mark fehlten und er alle seine in letzter Zeit getragenen Kleidungsstücke vergeblich durchsucht hatte, widmete er sich mit besonderer Akribie Davids Zimmer und häufte kurz darauf wütend Batterien, Süßigkeiten, Kugelschreiber und CDs aufeinander. Doch David erfand alle möglichen Ausreden, wie er zu den Sachen gekommen sei. Erst nach langem Hin und Her gab er den Diebstahl des Geldes zu und flüsterte so leise, dass wir ihn kaum verstehen konnten: »Ich verspreche, nichts mehr zu nehmen.« Frank erzählte mir anschließend, dass er in Davids Alter seiner Mutter regelmäßig Geld gestohlen und sich davon Comics gekauft hatte. Als sie dahinter gekommen war, hatte seine Mutter ihn zur Strafe auf Salz knien lassen. Er seufzte: »Ich habe ihr danach nie wieder Geld weggenommen.« »Was willst du mir jetzt damit sagen?« fragte ich. »Sollen wir jetzt David mit drastischen Maßnahmen vom Stehlen abhalten?« »Nein, auf gar keinen Fall«, erwiderte Frank, denn genau wie ich war er davon überzeugt, unseren Sohn mit viel Liebe und Argumenten besser zur Einsicht bringen zu können. Darum führten wir mit David am Abend ein langes Gespräch über mein und dein und erklärten ihm, dass Vertrauen eine der wichtigsten Grundlagen einer Familie sei. Als kurz darauf aus Franks Jacke 50 Mark fehlten, war er außer sich. »Du Dieb«, beschimpfte er David und drohte: »Wenn du mich weiter bestiehlst, bring ich dich weg.« Obwohl ich meinen Mann eindringlich bat, sich in seinen Äußerungen zu mäßigen, war er in seiner Wut nicht zu beschwichtigen. Rasend vor Zorn schrie er den Jungen, auf dessen Gesicht sich große Angst spiegelte, weiter an. Schließlich beruhigte er sich und untersagte David für eine Woche jeglichen Kontakt zu Charlie, denn er wusste genau, dass es für ihn die größte Strafe war, nicht mit seinem besten Freund zusammen sein zu können. Während der auferlegten Strafmaßnahmen benahm sich David vorbildlich, und als seine Kontaktpause aufgehoben war, fuhr ich beruhigt nach Paris, wohin ich beruflich zu einer Modenschau im Louvre eingeladen worden war. Als ich 2 Tage später zurückkehrte, berichtete mir der Junge aufgeregt: »Papa war nie zu Hause«, und fügte besorgt hinzu: »Und wenn er da war, hat er immer telefoniert.« »Ja, das muss doch Papa auch, um Geld zu verdienen«, versuchte ich ihn zu beschwichtigen. Aber David erklärte altklug: »Aber nicht abends, und wenn ich ins Zimmer kam, hat er sofort aufgelegt.« Mein Mann blieb immer häufiger über Nacht von zu Hause weg, und ich stellte mit Erschrecken fest, dass mir immer öfter Geld fehlte. Doch als ich mit Frank darüber reden wollte, reagierte er abweisend. Ich hatte den Eindruck, dass seine Haltung gegenüber David in den letzten Wochen in eine mir unerklärliche Gleichgültigkeit umgeschlagen war. Mit Davids Erziehung alleingelassen, versuchte ich alles Mögliche, um den Jungen wieder auf den richtigen Pfad zu bringen. Aber auch ein Vortrag von Konstantin, der kurz darauf mit seiner Klasse auf Reisen ging, fruchtete bei David nichts. Schließlich wusste ich mir keinen anderen Rat mehr, rief den inzwischen genesenen Herrn Müller an und schilderte ihm ausführlich Davids Verhalten. »Ich komme, sobald ich kann«, erwiderte er. Als er ein paar Tage später bei uns eintraf, hielt er dem teilnahmslos wirkenden David eine Strafpredigt wie ein Kommandeur auf einem Kasernenhof und herrschte ihn zu meinem Entsetzen an: »David, wenn du dich jetzt nicht zusammenreißt, werde ich dich aus der Familie herausnehmen.« Dafür hätte der Mann nicht herkommen müssen, dachte ich trostlos. Anschnauzen kann ich das Kind auch alleine. Herr Müller schien in seinem Element, aber wahrscheinlich fiel ihm auch nichts Besseres ein.
Mit erhobenem Zeigefinger schaute er den leichenblassen Jungen böse an und drohte: »Dann kannst du mit anderen Kindern in einem Heim leben.« Und mit einem bösen Seitenhieb fügte er hinzu: »Denn anscheinend sind deine Pflegeeltern nicht in der Lage, dich zur Raison zu bringen.« David stand mit steinerner Miene mitten im Zimmer und sagte kein Wort. Als Herr Müller schließlich aufhörte zu reden und ihn eindringlich anschaute, reichte David ihm unterwürfig die Hand und versprach reumütig, sich zu bessern. »Ich lasse mich überraschen«, meinte der Sozialarbeiter und entließ ihn mit den Worten: »Du kannst gehen, ich möchte jetzt noch mit deinen Eltern alleine sprechen.« Noch völlig erschüttert von der schonungslosen Ansprache des Herrn Müller versuchte ich einzulenken: »Aber Kinder in diesem Alter stehlen doch alle einmal.« »Einmal«, konterte Herr Müller barsch, »aber nicht ununterbrochen.« In diesem Moment sagte Frank, der die ganze Zeit schweigend daneben gesessen hatte: »Letztendlich wird es darauf hinauslaufen, dass wir uns von dem Jungen trennen müssen.« Fassungslos schaute ich ihn an. Ich konnte nicht glauben, was er da gerade gesagt hatte. Doch Frank redete unbeeindruckt weiter und erklärte, während er Herrn Müller zustimmend nickte: »Eine Adoption halte ich zum jetzigen Zeitpunkt für nicht gerechtfertigt.« Am liebsten wäre ich in Tränen ausgebrochen, aber ich nahm mich zusammen. Als sich der Sozialarbeiter mit dem für mich bedrohlichen Versprechen, bald wiederzukommen und nach dem Rechten zu sehen, verabschiedete, stritten Frank und ich bis in die tiefe Nacht hinein. Weil mein Mann auch am nächsten Tag nicht von seinem Standpunkt abwich, dass David für die Familie eine unerträgliche Belastung geworden sei, rief ich in meiner Not Frau Lugmann an. Nachdem sie mir aufmerksam zugehört hatte, erzählte sie mir von einer Begebenheit in einer anderen Pflegefamilie, in der das 10-jährige Pflegekind, sobald das Ehepaar zu streiten begonnen hatte, von zu Hause fortgelaufen war. Den Eltern, die schon über eine Scheidung nachgedacht hatten, war nichts anderes übrig geblieben, als gemeinsam nach ihrem vermissten Kind zu suchen. »Sie können sich sicherlich vorstellen, warum das Kind sich so verhielt«, fragte mich Frau Lugmann. »Natürlich«, erwiderte ich. Es wollte die Eltern wieder zusammenbringen, denn es sah ja seine Zukunft in Gefahr. »Wissen Sie«, klärte sie mich auf, »diese weggegebenen Kinder haben einen besonderen Sensor für Unstimmigkeiten. Sie spüren sofort, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Ähnlich wie im Tierreich. Da verkriechen sich die Tiere lange, bevor das Unwetter über sie hereinbricht.« Schließlich fragte sie: »Was ist los bei Ihnen?« Ich erwiderte unsicher: »Im Grunde ist alles in Ordnung, denn es war mir peinlich, Vermutungen auszusprechen, die sich später vielleicht nicht bewahrheiten würden.« »Suchen Sie nach der Ursache«, bat sie mich am Ende des Telefonats. In diesem Moment ging die Türe auf und Konstantin kehrte fröhlich von seiner Italienreise zurück. Mein ältester Sohn milderte meinen Kummer, denn ich konnte inzwischen mit ihm über alles reden. »Wir geben Dave nie wieder her«, sagte er, nachdem ich ihm von den unerfreulichen Ereignissen während seiner Abwesenheit erzählt hatte. Als aber Davids Klassenlehrer kurz darauf anrief und mich davon unterrichtete, dass mein Sohn seit geraumer Zeit nur noch unregelmäßig am Unterricht teilnehme und oft sogar unentschuldigt mehrere Tage hintereinander fehlte, platzte Frank der Kragen. Er wurde laut und während ich versuchte, ihn zu besänftigen und bat, Davids Verhalten als altersbedingt anzusehen, gab er dem nicht mit der Wimper zuckenden Jungen eine schallende Ohrfeige. »Die Schule schwänzen doch alle Kinder einmal«, versuchte ich ihn zu beschwichtigen. Doch Frank ließ sich nicht beruhigen, und ich fürchtete, dass er unser Pflegekind unbedingt loswerden wollte. Sein Verhalten war mir völlig unbegreiflich, denn ich wusste, dass Frank den Jungen wie seinen eigenen Sohn immer abgöttisch geliebt hatte. Ich ahnte damals nicht, dass mein Mann schon seit einiger Zeit plante, sich der gesamten Familie zu entledigen. Während sich Konstantin immer mehr zurückzog, verfiel sein Bruder in den kommenden Wochen in alte Verhaltensmuster und kontrollierte täglich Schränke und Bekleidung. Ständig schien er auf der Hut zu sein. Eines Tages zeigte er mir Franks Telefonkarte, die eine unverständlich hohe Summe an Gesprächseinheiten aufwies, obwohl mein Mann sämtliche Kundentermine von zu Hause aus vereinbarte. Als ich dem keine Beachtung schenkte, verfolgte David seinen Vater und überraschte ihn dabei, als er an einem Sonntagmorgen in einer Telefonzelle am Ende unserer Straße telefonierte. Inzwischen, äußerst beunruhigt, gab ich, als Frank zu einer Tagung unterwegs war, Davids Drängen nach und rief in Franks Hotel an. Schließlich erfuhr ich, dass mein Mann seit geraumer Zeit eine Beziehung mit einer ebenfalls verheirateten Kollegin hatte. Als ich meinen Söhnen die traurige Wahrheit mitteilte, sagte David mit kalkweißem Gesicht: »Das habe ich mir gedacht«, verließ abrupt das Zimmer
und betäubte seinen Kummer mit Schlaf, während mich Konstantin eindringlich bat, seinem Vater zu verzeihen. Die Leichtigkeit unseres Lebens war dahin. David wurde wie erwartet nicht versetzt, und als die Ferien begannen, fuhren wir diesmal nicht nach Spanien, sondern blieben in der Schwüle des Sommers zu Hause. Wir klammerten uns an die Hoffnung, dass Frank sich wieder auf seine Familie besinnen würde. Als David schließlich begriff, dass wir gemeinsam nichts ausrichten konnten, änderte sich seine Einstellung zu seinem Vater grundlegend. Während er bisher Verständnis gezeigt hatte, wurde er nun schroff und ironisch und verzog, sobald sein Vater den Raum betrat, angewidert das Gesicht. Der heiße, drückende Sommer ging zu Ende, und als Frank Anfang September unser Haus verließ und in eine kleine Wohnung umzog, waren meine Söhne nicht bereit, sich von ihm zu verabschieden.